Das ist eines der Kernergebnisse des BTI 2022, dass sich deutlich mehr Staaten weg von Demokratie als hin zu Demokratie derzeit bewegen. Von unseren 137 untersuchten Entwicklungs- und Schwellenländern sind diesmal erstmals seit 2004 die Autokratien in der Mehrheit, geringfügige aber immerhin. Bedeutet, es gibt einen Trend zum autoritären Regieren in Demokratien, wo Grundrechte und demokratische Institutionen stärker unterminiert werden. Genauso aber gibt es mehr Unterdrückung, mehr Machtmissbrauch und Einschränkung von Freiheitsrechten in Autokratien. Die Ursachen für den Rückgang der Demokratiequalität sind, dass Regierungen selbst demokratische Institutionen aushöhlen, Kontrollinstanzen abschaffen, weil sie ihren eigenen Machterhalt über das Wohl der Gesellschaft stellen. Die Leute sind unzufrieden damit, dass sie nicht besser regiert werden, dass Demokratie nicht liefert, was sie verspricht. Das ist besonders gefährlich in Demokratien, dieser Trend zum autoritären Regieren, weil das verspielte Vertrauen nicht schnell wieder zurückgewonnen werden kann. Auf die Demokratiequalität hat sich die Pandemie weniger als zunächst befürchtet ausgewirkt. Nichtsdestotrotz, alle Regierungen haben in der Zeit demokratische Grundrechte ausgesetzt. In Demokratien geschah das überwiegend mit einer Verhältnismäßigkeit der Mittel, mit zeitlicher Begrenzung und Prozessen, die dafür vorgesehen sind, das Parlament einbeziehen. In Autokratien und auch in populistischen Staaten wurde sehr häufig die Pandemie als Vorwand genutzt, um Freiheitsrechte weiter zu beschränken, Kritiker, Journalisten zum Schweigen zu bringen, auch gesetzmäßig das zu zementieren, dass das vermutlich über die Pandemie anhalten wird. Es gibt nicht das eine leuchtende positive Beispiel, aber was wir sehen und was entgegensteht den negativen Trends, die wir sonst beobachten, ist, dass Interessensgruppen, zivilgesellschaftliches Engagement auch bewusst gegen autoritäres Regieren sich richtet und in Ländern wie beispielsweise Tschechien oder Bulgarien Regierungswechsel eingeleitet haben, die vielleicht eine Trendwende sind. In Ländern wie Chile und anderen lateinamerikanischen Ländern gibt es möglicherweise eine Chance, dass man sich auf einen neuen Konsens einigt, wohin wirtschaftlich und sozial der Weg gehen soll. Man muss sich das so vorstellen, dass das eine Zusammenarbeit ist von 300 Expertinnen und Experten weltweit aus über 120 Ländern, die anhand von 49 Fragen insgesamt 3 Dinge beantworten. Wie ist der Stand von rechtsstaatlicher Demokratie? Wie ist der Zustand von sozialpolitisch flankierter Marktwirtschaft? Und wie gut werden Länder auf diesem Kurs von Regierungen gesteuert?